Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute zeige ich euch von A bis Z, wie ihr einen FiveM Server auf die Beine stellt. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und wir legen gleich los. In der Videobeschreibung befindet sich ein Link zum TX Admin Server. Dort einmal draufklicken, dann kommen wir auch zu vorinstallierten Einstellungen, die ich immer tätige. Und dann können wir auch glatt loslegen. Ja, wenn wir hier angekommen sind, wählen wir hier oben nichts weiter aus. Das wurde schon so ausgewählt. Wenn nicht, dann auf TX Admin klicken. So, Standort können wir hier unten wählen. Wir nehmen natürlich aus Deutschland. Einfach klicken, beziehungsweise ist das auch schon vor angeklickt. Hier können wir zur Not auch nochmal den Ping checken lassen, aber finde ich für unnötig. Als nächstes haben wir hier die Slots, die können wir bis zu 48 können wir die frei wählen. Wenn wir jetzt drüber gehen, brauchen wir eine FiveM Kanalmitgliedschaft und diese könnt ihr euch hier besorgen und das Ganze wird dann verknüpft mit euren KeyMoss Account. Hier können wir einmal gucken, wir brauchen natürlich dann die für 14,50. Und hier können wir auch nochmal nachgucken, hier können wir dann bis zu 64 Slots verwenden. Müssen natürlich, wenn wir uns hier einen Game-Server holen, müssen wir die Slots hier nochmal extra bezahlen. Und natürlich hier die Kanalmitgliedschaft, die wird monatlich dann abgezogen. Hier können wir einmal sehen, dass wir wie viele Slots wir überhaupt maximal einstellen können. Dann können wir hier sehen, dass wir hier Custom-Kleidung streamen dürfen, also auf unseren Server hochladen dürfen und sie benutzen dürfen. Und wir können natürlich den Servernamen farbig machen mit Smileys und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt mehr Slots haben wollt, dann müsst ihr natürlich eine Stufe weiter höher gehen. Das könnt ihr aber auch später upgraden, ne? Das heißt, dann können wir bis zu 128 Slots einstellen und hier das Maximum auf 2048. Gut, haben wir dann die Slots hier auf 48 eingestellt. Wenn ihr jetzt durchstarten wollt, stellt ihr das natürlich wie ihr möchtet ein. Für mich wäre das jetzt nur noch ein weiterer Testserver, deswegen stelle ich da nichts weiter ein. RAM-Boost könnt ihr natürlich auch, hier wird maximal ein zusätzlicher RAM-Boost empfohlen. Ich lasse das Ganze hier auf Standard, ihr könnt das natürlich einstellen wie ihr wollt. RAM ist natürlich ziemlich wichtig. Zusätzlicher Speicherplatz haben wir natürlich auch, ihr könnt maximal 200 GB dazu buchen. Das heißt, wenn ihr das Ganze hier macht, dann habt ihr natürlich extrem viel Platz für die Cars, für die Maps und so weiter und so fort. Gut, kommen wir zum nächsten. Vertrag ist natürlich etwas günstiger. Wenn wir jetzt hier sehen, zahlen wir 7,90 €. Wenn wir jetzt Prepaid, dann werdet ihr gleich sehen 8,69 €. Ja. Ich gehe immer auf Prepaid. Vertrag ist natürlich günstiger, wie gesagt. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen Geld sparen, wenn ihr hier das Ganze auf 6 Monate und so weiter und so fort, da könnt ihr dann ein paar Prozente sparen. Für die erste Bestellung könnt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung schauen, da habe ich auf jeden Fall noch einen Code für euch, somit kriegt ihr dort auch ein paar Prozente drauf. So, als nächstes haben wir hier den CPU, so der ist natürlich wichtig, da geht ihr hier auf Premium. Ist natürlich etwas teurer, aber dafür habt ihr einen besseren CPU als den Standard CPU. Wie gesagt, für meine Verhältnisse, beziehungsweise jetzt, weil es nur ein Testserver ist, lasse ich alles auf Standard. Ihr könnt das natürlich einstellen, wie ihr wollt. Und wenn ihr das dann alles eingestellt habt, dann gehen wir hier weiter runter und müssen jetzt nur noch bezahlen. Ich zahle das Ganze hier mit Zepcoins, also und dann geht es hier auf kostenpflichtig bestellen. So, jetzt müssen wir nur noch 60 Sekunden warten. So, wenn das Ganze dann hier abgeschlossen ist, können wir hier einmal schon sehen, IP-Port und so weiter und so fort ist geladen. Dann klicken wir hier nur noch
zum Produkt. Und somit haben wir jetzt den Server schon gemietet. Als nächstes befinden wir uns natürlich im Dashboard. Das heißt, hier können wir, wenn wir hier drauf klicken, kommen wir hier hin. Ja. Alles andere könnt ihr euch natürlich nach und nach angucken. Hier gibt es natürlich auch noch die Fragen und Antwort. Da können wir uns ein paar Fragen durchlesen, beziehungsweise ja, brauchen wir an dieser Stelle halt nicht. Version brauchen wir hier auch nicht. Restart Planer auch nicht. Das machen wir gleich alles in TX-Admin. Das heißt, wir gehen jetzt auch schon wieder zurück ins Dashboard und gehen dann hier einfach auf diesen Namen bzw. auf den Link und müssen uns jetzt mit den ZEP-Daten bzw. TX-Admin-Daten einfach nur anmelden, rauskopieren und alles einfügen. Ich mache das schnell. Und Login. So, wenn wir dann drin sind, gehen wir hier auf Next. Hier können wir einen Servernamen, aber auch nur für das TX-Admin Web-Interface verwenden. Muss natürlich kurz sein. Dann gehen wir auf Next. So, hier gehen wir dann auf das erste und gehen dann hier auf Legacy. Ja, ganz wichtig. Dann haben wir auch die neueste ESX Legacy Version und die wollen wir natürlich auch haben. Dann gehen wir hier auf Save und starten. So, hier gehen wir einfach auch auf Next. Next. Und warten jetzt nur noch, bis der Vorgang abgeschlossen ist. So, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde, gehen wir auf Next und hier können wir die ersten Einstellungen machen für unseren Server. Das heißt, hier so bei Tag können wir natürlich hier einfach RP, einen Servernamen und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Tags hinzufügen. Hier haben wir einmal den Key. Ja, so den können wir uns natürlich auch erstellen schon für unseren Server, damit wir auch gekaufte Scripts, die wir dann aus dem Tipex Shop kaufen, auch verwenden können. Ja, hier können wir den Servernamen einmal eingeben, den wir jetzt hier haben wollen. Das heißt, wir nennen das Ganze hier einfach komplett so. Ja, hier könnt ihr eine Beschreibung gleich mit eintragen. Ich werde das Ganze mal kurz machen. So, hier haben wir das Logo, können wir auch erstmal so lassen. Und im Grunde können wir jetzt noch hier einmal DE. Somit habt ihr die ganzen ESX-Scripts schon mal auf DE. Und hier wird alles ordnungsgemäß dann gestartet. Wir gehen auf Save. Und somit startet unser Server jetzt das erste Mal. Und jetzt können wir auch hier noch sehen, es wird noch einiges installiert. Hier die Steps, die gehen bis 4. 2 von 4 haben wir jetzt, 3 von 4. Und wir warten so lange, bis der Chat von TX-Admin installiert wurde und gestartet wurde. Das wird gleich passieren. Jetzt. Und hier könnt ihr sehen, wurde gestartet. Ja, und somit habt ihr auch einen Chat.
So, und jetzt können wir erst den Server neu starten, damit wir halt sehen können, ob dann auch alles wirklich funktioniert und ja. So, und das sieht ziemlich fresh aus. Keine Fehler, nix. Und hier wurden jetzt alle Standardressourcen halt gestartet, die wir natürlich brauchen. Und somit ist der schon mal installiert. Jetzt gehen wir nochmal in die Option. Und zwar hier oben haben wir die Settings dann. Und hier können wir natürlich auch noch wiederum den Namen einfach switchen, wie wir wollen halt, ne? So. Und hier stellen wir das Ganze hier auf Deutsch. Und gehen auf Save. So. Hier stellen wir halt ein, welche Update-Version wir von GTA haben wollen. Das heißt, wenn ihr die höchste habt, könnt ihr natürlich auch die neuesten Blips, die neuesten Standardfahrzeuge von GTA, von jedes Update auch spawnen, euch geben und so weiter und so fort. Deswegen suche ich das Ganze kurz mal raus. So. Ausgesucht und das ist jetzt so das höchste halt. Und wir gehen einfach hier auf Save. Ich werde euch einen Link unten in die Videobeschreibung packen. Das heißt, beziehungsweise euch nur den Command in die Videobeschreibung packen. Ansonsten gerne auf den Discord joinen und dort werde ich das Ganze auch noch verlinken. So. Hier können wir die Server Restarts einstellen. Hier ist ja schon vorgegeben halt. Für 5 Uhr morgens, 13 Uhr und so weiter und so fort. Ihr könnt halt so viele hinzufügen, wie ihr wollt. Das müsst ihr halt wissen. So, dann gehen wir halt wiederum auf Save. Als nächstes können wir hier halt einstellen, ob wir das Ganze hier per Admin haben wollen. Und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze hier, zack. Ja, hier können wir die Join-Nachricht, wenn jemand nicht gewitelistet ist, halt einstellen. Der kriegt dann diese Meldung hier. Ja, das heißt, hier ist schon mal so ein vorgefertigtes Template. Ja, könnt ihr euch anpassen, wie ihr wollt. Als nächstes müssen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Wir können hier noch eine Bann-Nachricht auch mit eintragen, wo er sich melden soll, falls er dann zu Unrecht gebannt wurde. Ja, und dann einfach wieder auf Save. Hier brauchen wir jetzt nichts ändern und hier auch nicht. So, als nächstes einmal kurze Erklärung. Hier haben wir natürlich das Sport. Wir haben jetzt noch keine Daten, weil wir noch nicht online sind, beziehungsweise braucht das ein wenig. Hier haben wir die Live-Konsole und die ist ziemlich wichtig. Hier können wir schon mal sehen, es wurden Einstellungen im TX-Admin Web-Interface getan. Ja, so könnt ihr es auch immer ein wenig kontrollieren. Hier haben wir die Ressourcen, die alle installiert wurden. Wir können die restarten, stoppen, alles einsenden natürlich. Oder wir können auch hier oben dann später, wenn wir halt viel mehr installiert haben, auch eine Ressource suchen. Ja, zum Beispiel Banking. Ja. So, hier haben wir die Server Logs. Hier wird alles geloggt, was ihr halt wollt. Wenn ihr sagt, so, yo, ich will keine Tode so geloggt haben, so, dann könnt ihr das Ganze einfach ausstellen. Und somit wird das Ganze hier auch nicht mehr angezeigt. Ne? Da seid ihr auf jeden Fall frei am Werken. Und ja, könnt ihr halt sehen, wer ist gejoint, wer ist geliefert, Chat-Nachrichten und. Ja. Und da könnt ihr natürlich als Admin natürlich alles kontrollieren. Und ja, hier haben wir nochmal die Hauptserver CFG und hier können wir natürlich noch einiges dann anpassen, wie wir wollen. Und ja, wenn wir das Ganze so gemacht haben, können wir das hier auch safen. Ja, hier können wir den Server halt komplett stoppen. Hier können wir den Server restarten. Und hier können wir die ganzen Spiele einfach kicken. Hier können wir eine Annonce schreiben. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier... Dann wird das Ganze in-game halt angezeigt. Ja, hier steht es auch nochmal, wurde eine Annonce gestartet und mit dem Namen Test halt, ne? Also Inhalt-Test. Ja.
Mehr ist das auch nicht. Und somit würde ich sagen, obwohl hier oben haben wir noch die Whitelist, die brauchen wir halt gleich auch. Denn wir connecten gleich drauf und dann ist das Ganze, stehen wir hier drin und müssen uns halt noch whitelisten. So. Ich würde sagen, dann springen wir mal in den Server-Part. Das heißt, wir kopieren uns hier einfach die IP-Adresse einmal raus. Ja. Und gehen dann einfach in FiveM rein. Mit dem Connect vor dem oder IP-Adresse können wir direkt auf unseren Server connecten. Und hier brauchen wir jetzt noch mal kurz ein Update. Und wir sagen EUP. Und dann startet sich FiveM gleich komplett neu. Und hier steht es auch schon, du bist nicht auf diesen Server gewhitelistet und kriegst dann hier so einen Code. Ja? Also wenn wir unseren Discord-Server mit in der Meldung haben, dann klicken die einfach hier drauf und dann öffnet sich auch gleich eine Internetseite bzw. die Join-Seite von Discord und somit kann er sich da dann melden. So, wir schließen das Ganze und gehen dann einmal in die Konsole beziehungsweise hier auf Whitelist und hier haben wir den Babylon, wer auch immer das ist. Den whitelisten wir trotzdem. So, genau. Und nun müssen wir das Ganze nochmal machen und Connect. Und somit können wir auch auf den Server joinen. Ja, und somit sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Jetzt machen wir unseren Char. So, und wir sind drauf. Und somit haben wir jetzt auch die neueste ESX-Version drauf. Und ja, sieht halt alles Standard, so gemäß aus. Nichts Besonderes. Aber somit habt ihr jetzt schon mal Server. Gut, damit wir auch sehen können, ob das Ganze übersetzt wurde. Und ja, wurde halt zum Teil übersetzt. Ja. Polizeiwache, Mechaniker. So, dann kommen wir nochmal zum Part, wie können wir uns jetzt Admin-Rechte geben. Das machen wir jetzt auch, deswegen leaven wir einmal den Server. So, dann gehen wir zurück in die Konsole und tragen jetzt Set Group ID. Und wir haben die 1 halt nach Server Restart, deswegen auch die 1. Und im hinteren Teil dann den Admin-Rang. Den Command schreibe ich euch natürlich auch noch in die Videobeschreibung. Nachdem wir dann Admin sind, können wir einfach mit /k und ein Fahrzeugnamen dahinter ein Fahrzeug spawnen und somit haben wir auch die vollen Admin-Rechte auf unseren eigenen Server. Tja, ihr habt eine Essens-Trinken-Anzeige, ihr habt auch eine Garage. Hier Fahrzeughändler, Fahrschule und. Ja. Genau. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie ihr euch dann mit den Zugangsdaten überhaupt einloggt in FTP. Wenn wir uns jetzt connecten wollen mit den FTP-Daten, dann müssen wir das natürlich über WinSCP machen oder natürlich Filezilla. Dann klicken wir hier auf Neues Verbindungsmittel. Dann gehen wir hier auf FTP und der Port ist immer 21. Ja? Wenn ihr einen Root-Server habt, dann ist das Ganze hier der Port 22 und dann loggt ihr euch auch hiermit ein und nicht. Ne? Deswegen FTP. Dann haben wir hier die Server-IP-Adresse, die müssen wir jetzt rausfinden, beziehungsweise haben wir das hier. Das heißt, wir klicken nochmal hier hin. So, wenn wir dann hier sind, gehen wir hier unten auf FTP Browser und hier befinden sich die Connecten.
also die Connecting-Daten, die kopieren wir uns jetzt einmal raus und fügen das Ganze hier einmal ein. Das heißt hier, zack, Port 21 für FTP-Zugang, immer wichtig und richtig. So, als nächstes haben wir hier den Namen, ja. Und dann gehen wir wieder zurück, hier den Namen eintragen und dann haben wir hier ein Passwort. Ich habe das gerade schon geändert einmal. Ich werde das gleich nochmal ändern. So, als nächstes wieder zurück und Passwort. So. Jetzt können wir sagen, wir wollen das Ganze speichern. Das heißt, wir werden das Ganze speichern. Dann können wir hier den Namen wählen. Ist neu. Dann können wir hier einen Ordner, aber das brauchen wir jetzt nicht, weil wir noch keinen auswählen können. Und dann können wir sagen, hier Passwort speichern und Desktop-Verknüpfung. Können wir alles natürlich machen. Wird zwar nicht empfohlen, aber ist halt einfacher so. Und anmelden. Und somit sind wir jetzt auch schon in unseren Server drin. Wir gehen hier weiter. Darauf. Und hier haben wir den ganzen Server. Hier haben wir die Server CFG. Ja. Also alles angepasst haben. Dann haben wir natürlich hier den Resource-Ordner, wo hier das Framework drin ist. Und hier sind die ganzen Add-ons drin. Das heißt Taxi-Job und so weiter und so fort. Alles Standard. Und hier haben wir Standalone. Und hier packe ich halt auch immer das Inventar mit rein von Ox. Das Ox-Inventar und so. Hier befindet sich jetzt nur PMA-Voice drin. Und die Sachen, die wir halt so brauchen. Ja. Und mehr ist das auch nicht. Somit habt ihr jetzt, habt ihr euch connected und seid soweit mit FTP durch. Ja, wenn wir jetzt einmal gucken, haben wir hier auch eine Verknüpfung. Das heißt, wir können einfach so connecten mal schnell und irgendwas hochladen, bearbeiten oder fixen oder sonst. Ja? Als nächstes zeige ich euch noch die Datenbank. So, wenn wir dann hier im Dashboard sind, müssen wir natürlich hier unten noch auf Datenbank klicken. Und hier finden wir die ganzen Sachen zum Connecten für die Datenbank. Das heißt, Datenbanknamen und Passwort ist natürlich wichtig. Klicken wir hier drauf, dann öffnet sich ein neuer Tab. Und da tragen wir dann alle Daten ein. Ich mache das kurz schnell und dann sehen wir uns wieder. So, wenn wir dann alles eingetragen haben, dann gehen wir auf Anmelden. Und somit sind wir jetzt auch schon in der Datenbank. Und wenn wir hier auf den ZEP-Namen klicken, so das ist die Datenbank von unserem Server. Und da befindet sich alles drin. Und da wird halt alles jetzt abgespeichert. Ob ein User Cars hat und wie viel Geld und so weiter und so fort. Sollten noch Fragen offen sein, dann gerne unten in die Kommentare einfach einen Kommentar schreiben und ich werde mir das Ganze durchlesen und euch wahrscheinlich dann auch antworten. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,